Hallo Freunde, ich bin es wieder Sebastian vom GrowGuru-Team und heute stelle ich euch das BioBis Starters Pack vor und berichte euch von den Erfahrungen damit. Unter anderem berichten wir, wie sich BioBis-Produkte auf Qualität und Ertrag deiner Ernte ausüben und klären neben weiteren Dingen auch die Frage, ob und wie schnell eine Überdüngung bei biologischem Dünger möglich ist. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. BioBis-Produkte werden sicherlich schon einigen von euch ein Begriff sein. Vielleicht habt ihr schon von diesen Produkten gehört oder nutzt diese bereits selbst. Wir schauen uns heute das Starters Pack von BioBis an und gucken mal, was hier alles enthalten ist. Darüber hinaus sprechen wir über die Erfahrungen mit dieser Produktzusammenstellung. Die ausschließlich biologischen Düngeprodukte von BioBis eignen sich wunderbar für die Anwendung bei Erde und Kokos. Eine Nutzung bei hydroponischen Systemen ist dagegen nicht vorgesehen. Hierbei wird seitens BioBis sehr auf Nachhaltigkeit und Qualität sowohl bei den Produkten als auch beim Endergebnis geachtet. Für Einsteiger und Fortgeschrittene hat BioBis das Starters Pack zusammengestellt und dieses schauen wir uns nun mal im Detail an. Bevor wir uns mit dem Inhalt des Starters Pack beschäftigen, erkläre ich noch kurz den Unterschied zwischen biologischem und mineralischem Dünger. Organische Dünger sind pflanzlichen oder tierischen Ursprungs und werden weniger schnell ausgewaschen als mineralische Dünger. Sie entfalten ihre Wirkung langsam, aber dafür langfristig. Sie müssen erst von den Bodenlebewesen verwertet und abgebaut werden. Dafür recyceln sie gewissermaßen die Nährstoffe, die bereits im Nährstoffkreislauf vorhanden sind. Mineralische Düngemittel sind eine Mischung aus natürlichen und künstlichen Mineralien. Sie enthalten meist leicht lösliche Nährstoffe, die dadurch schnell wirksam sind. Ihre Stärke liegt daher in der gezielten Düngung, wenn Pflanzen unter akutem Nährstoffmangel leiden. Sie geben keine organischen Stoffe an den Boden ab, sondern Salze. Diese können sich auf Dauer nachteilig auf die lebenden Organismen im Boden auswirken. Auch besteht bei falschem Gießen mit mineralischen Düngern die Gefahr einer Überdüngung, da sich die Salze am Boden des Topfes sammeln können und sobald die Wurzeln diese Ansammlung erreichen, ein Düngeschock verursacht werden kann. Natürlich gelten biologische bzw. organische Düngemittel auch als nachhaltiger. Für den Beginn des Lebenszyklus einer Pflanze ist eine 250 ml Flasche Root Juice enthalten, für das Wachstum eine 1 Liter Flasche BioGrow. Des Weiteren sind enthalten 250 ml BioHeaven, 1 Liter BioBloom und 500 ml Topmax. Wir schauen uns in diesem Video die einzelnen enthaltenen Komponenten mal genauer an. Beginnen tun wir mit dem Root Juice. Hierbei handelt es sich um eine Wurzelstimulanz, die überwiegend aus Huminsäure und Meeresalgen besteht. Dies sorgt für ein schnelleres und kräftigeres Wurzelwachstum zu Beginn der Wachstumsphase einer Pflanze. Root Juice wird laut Schema nur in der ersten Woche der Anzucht- und Wachstumsphase hinzugegeben. Mit 2 bis 4 ml pro Liter Wasser sorgst du dafür, dass die Töpfe schnell durchwurzelt sind und bereitest deine Pflanze auf ein gesundes Wachstum vor. Nun schauen wir uns den BioHeaven mal genauer an. BioHeaven fördert die enzymatische Aktivität und eine schnelle Nährstoffaufnahme. Zugleich erhöht es das Chelat unbedingt notwendiger Makro- und Mikronährstoffe. Die Pflanzen können besser Feuchtigkeit aufnehmen und haben infolgedessen weniger Feuchtigkeitsstress. BioHeaven ist zudem für die Mikroorganismen im Boden eine hervorragende Kohlensäurequelle. Die Pflanzen gedeihen letztendlich besser und ihr könnt euch auf eine qualitativ bessere Ernte freuen. Eingesetzt wird es sowohl in der Wachstums- als auch in der Blütephase. Erfahrungsgemäß reicht die beiliegende Menge, abhängig von der Anzahl der zu versorgenden Pflanzen, jedoch nicht für den Zyklus eines mittleren oder größeren Projektes und man benötigt Nachschub. Man tut seinen Pflanzen hiermit definitiv etwas Gutes, jedoch sind die Angaben des Herstellers recht optimistisch. Erfahrungen haben gezeigt, dass man hier durchaus auch unterhalb des Schemas düngen kann und dennoch gute Ergebnisse erhält. Kommen wir zum BioGrow. Ein weiterer Bestandteil des Starters Pack ist eine 1 Liter Flasche BioGrow. Dieser flüssige Wachstumsdünger ist für die meisten Böden und Substratmischungen gut geeignet. Grundlage ist reiner biologischer Zuckerrübenextrakt, der auch als Vinasse bezeichnet wird. Der natürliche Zucker und das Kalium in BioGrow aktivieren die bakterielle Flora in dem Substrat, die eine reichliche Ernte mit sehr süßen Früchten garantiert. Angewendet kann dieser Dünger sowohl während der Wachstums- als auch der Blütephase werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass man BioGrow bis in die zweite Blütewoche auch durch den Fischmix ersetzen kann. Dieser ist jedoch nicht im Starters Pack enthalten. Ab der zweiten Blütewoche sollte man den Fischmix dann absetzen und durch BioGrow ersetzen. Alternativ kann man auch durchgehend den BioGrow nutzen. Bei BioBloom handelt es sich um einen Blütedünger.
Er enthält die optimale Zusammensetzung an Stickstoff, Phosphor und Kalium sowie Enzyme und Aminosäuren. Als Volldünger harmoniert er sehr gut mit dem Boden. Die außerdem enthaltenen Spurenelemente und Hormone pflanzlichen Ursprungs unterstützen die Entwicklung eines kraftvollen Stiels und einer kräftigen Blüte eurer Pflanze. Angewendet wird diese Komponente von Beginn der Blütezeit bis zur Ernte. Für eine Ertragssteigerung ist dies das Mittel der Wahl. Bei Topmax handelt es sich um einen organischen Blüteverstärker. Inwiefern es den Fluss von Nährstoffen aktiviert, hängt davon ab, mit welcher Intensität es die Mineralien Calcium, Eisen und Magnesium im Boden freisetzen kann, die den Stoffwechsel der Pflanze anregen. Die enthaltenen Nährstoffe tragen zu einer raschen Zellteilung im Blütebereich und der Entwicklung von Zucker- und Aromastoffen in der Frucht bei. Bei richtiger Anwendung verhilft Topmax zu einem aromatischen und geschmackvollen Endergebnis. Als Ergänzung zu den enthaltenen Produkten können wir im Falle von gestressten Pflanzen durch Überdüngung, Mängel, Krankheiten oder Temperaturschwankungen Eigermic empfehlen. Ein Retter in der Not, der für grüne Blätter sorgt, indem es die Aufnahme von Chlorophyll fördert. Mögliche Mangelerscheinungen kann man bei Nutzung der im Starters Pack enthaltenen Produkte und korrekter Anwendung jedoch beinahe ausschließen. Nun gebe ich noch ein paar Erfahrungen zur Handhabung der Produkte an euch weiter. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Mengenangaben des Herstellers recht optimistisch kalkuliert sind. Wir empfehlen immer unterhalb der Angaben zu dosieren. Fangt mit 50% der dort genannten Menge an und steigert euch im Verlauf leicht, um eine Überdüngung zu vermeiden. Auf diesen Punkt kommen wir aber gleich nochmal. Achtet bei der Lagerung darauf, geöffnete Flaschen immer gut zu verschließen und kühl und dunkel zu lagern. Bei längerer Nichtnutzung empfehlen wir das regelmäßige Schütteln der Flasche. So könnt ihr die Produkte nach dem Öffnen bei optimalen Bedingungen bis zu einem Jahr lagern und verwenden. In einer zubereiteten Nährlösung jedoch sind die Produkte nur wenige Stunden bis maximal einen Tag verwendbar, abhängig von den Außenbedingungen. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, ist nicht zu häufig zu düngen. Es ist nicht notwendig, bei jedem Gießvorgang zu düngen. Je nach Häufigkeit und Dosierung reicht in der Regel 1- bis 2-mal pro Woche aus. Eine oft gestellte Frage ist, ob Bio-Bissdünger auch mit mineralischer Erde genutzt werden kann und ob ein Mischen mit mineralischen Düngern möglich ist. Hierbei steht einer Nutzung mit mineralisch vorgedüngter Erde nichts im Wege. Das Mischen jedoch von biologischen und mineralischen Düngern sollte nur mit genügend Erfahrung und Vorsicht durchgeführt werden. Da die unterschiedlichen Dünger unterschiedlich schnell von den Wurzeln und der Pflanze verarbeitet werden, kann es hier schwierig werden, den Bedarf von Nährstoffen korrekt einzuschätzen und die Pflanzen dementsprechend zu versorgen. Daher sollten Anfänger bzw. Neulinge hiervon besser absehen. Weitere Fragen, die wir oft von Kunden erhalten, sind folgende. Ist das Spülen am Ende der Blütephase bei Biobiss-Produkten tatsächlich notwendig? Hier muss zwischen Spülen und Gießen mit angepasstem Leitungswasser unterschieden werden. Wir empfehlen, die letzten 10 bis 14 Tage nur noch mit angepasstem Wasser zu gießen, damit die letzten Nährstoffe in der Erde durch die Pflanze aufgenommen und verarbeitet werden können. Ein Spülen, also ein übermäßiges Gießen mit viel überschüssigem Wasser, ist hier jedoch nicht notwendig. Dies empfehlen wir bei der Verwendung mineralischer Düngemittel, damit unter anderem überflüssige Salze herausgespült werden. Beide Vorgehensweisen wirken sich unter anderem positiv auf den Geschmack der Früchte aus. Auch eine oft gestellte Frage ist eine Überdüngung bei organischem Dünger möglich? Natürlich kann auch bei biologischem Dünger eine Überdüngung herbeigeführt werden, auch wenn dies bei Biobiss-Produkten schwieriger zu erreichen ist. Dennoch sollten die Produkte nur nach oder knapp unter dem Schema verwendet werden. Auch der Tausch von Fishmix und BioGrow in der 2. Blütewoche hilft, Überdüngungserscheinungen zu vermeiden. Sollten Pflanzen, die mit Biobiss-Produkten gedüngt werden, Anzeichen einer Überdüngung machen, kann hier die Verwendung von Eigermic helfen. Darüber hinaus empfohlen wird, in einem solchen Falle das Düngen bei den nächsten 1 bis 2 Gießvorgängen auszusetzen. Dennoch sagt man, dass eine Überdüngung bei biologischem Dünger nicht so leicht zu verursachen ist wie bei mineralischem Dünger. Fassen wir also nochmal zusammen. In Kombination mit organischen Substraten lassen sich die Produkte des Starters Pack wunderbar kombinieren. Bei korrekter Anwendung ist dies eine perfekte Grundlage, ideal für Einsteiger für das erfolgreiche Kultivieren von Nutzpflanzen wie Chilis oder Tomaten. Nach Bedarf gibt es, wie erwähnt, weitere sinnvolle Produkte. Darüber hinaus sind die Produkte nachhaltig produziert und 100%ig biologisch. Ich hoffe, euch in diesem Video einige interessante Informationen über das Biobiss Starters Pack gegeben zu haben. Wie immer gilt, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Natürlich könnt ihr auch die Kommentarfunktion unter dem Video dafür nutzen.
Auch interessieren uns eure Erfahrungen mit Düngeprodukten von Biobis oder auch anderen Herstellern. Worauf setzt ihr, wenn es um das Wohl eurer Nutzpflanzen geht? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch künftig keine nützlichen Tipps und Informationen zu Produkten, hinter denen wir stehen, verpassen wollt, liked doch dieses Video und lasst uns ein Abo da. Bis dahin bleibt gesund, euer Sebastian vom GrowGo Team.